herzlich willkommen beim Ride Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits und willkommen bei der 360-Grad-Tour. Es geht rund, es wird rund, wir sind rund und es ist eine neue Tour, es ist eine improvisierte Tour, darüber reden wir gleich so ein bisschen, weil wir haben quasi den Anreisetag und diese Tour ist komplett absurd, wirklich Banane und das unterstreichen wir einfach mit dem Tourauftakt. Wir sind, um das irgendwie mal zusammenzufassen, am Sonntag waren wir noch im Plopsaland, Deutschland, bei der Eröffnung von 100% Wolf. Am Montag waren wir in Mönchengladbach bei der Beerdigung von meinem Vater. Dann waren wir am Dienstag im Hollandpark bei der Eröffnung von Klompi. Klompis Stimme ist Uschis Stimme. Uschis Stimme ist Klompis Stimme. Wir alle sind Klompi. Keiner weiß, was hier los ist. Dazu habt ihr aber schon das Review gesehen, auch zu 100% Wolf. Zu Klompi habt ihr sogar das Making-of gesehen, was wir bei IMAScore gedreht haben. Da fährt eine Berliner S-Bahn. Wir sind noch in Berlin und starten jetzt los mit dieser Tour. Und als erstes geht es aber jetzt noch in den Harz. Denn es fehlt uns in Deutschland noch ein Alpine Coaster. Ich glaube Drachenblitz heißt er. Er hat sich ein bisschen verzögert damals seinerzeit, wo wir dann auch so in der Ecke noch unterwegs waren. Und den wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da fahren wir jetzt als allererstes hin und fahren das Ding und zeigen euch den und erklären da vielleicht was zu. Und dann müssen wir über diese ganzen anderen Sachen, die heute noch passieren und die nächsten Tage passieren werden, irgendwie sprechen, euch irgendwie abholen und ein bisschen unterhalten. Es wird wirklich verrückt. So Leute, wir sind, ich weiß nicht, ob wir angekommen sind. Wir sind zum Erlebnis Boxberg gefahren und hier ist ja auch der Drachenblitz, aber das sieht so ausgestorben aus. Wir wissen nicht, wo wir weiterkommen. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Wir haben aber jetzt gerade just in diesem Moment beim Parken die Nachricht bekommen, dass unser Flug gerade alternativlos storniert wurde von Air India. Wir wären nämlich eigentlich, dann haue ich das jetzt schon mal raus, wir wollten euch das eigentlich ein bisschen spannender erzählen, jetzt gleich von Frankfurt nach Neu-Delhi in Indien geflogen. Das funktioniert gerade nicht. Ich kann nicht mehr, ey. Die letzten Wochen waren zu viel. Es geht erfolgreich weiter. Wir können den Drachenblitz nicht fahren. Es liegt nicht unbedingt am Drachenblitz, der ist nämlich geöffnet, aber wir müssen da jetzt 2,5 Kilometer hinwandern, was theoretisch zeitmäßig nicht passt. Da wir aber auch nicht wissen, was jetzt weiter passiert, weiß ich auch nicht, ob das passt oder nicht, aber ja, also die Seilbahn oder Sessellift oder whatever, das was nach oben fährt, ist wegen des starken Windes geschlossen heute. Und es ist echt super stürmig. Ist ja dann auch legitim. Ja, jetzt haben wir jetzt echt 5 Euro für nichts bezahlt. Also, ihr seht ja auch, wie vollgeparkt das hier ist. Ja, keine Ahnung, dann fahren wir mal Richtung Frankfurt, weil man weiß ja nicht, was jetzt passiert. Fuchsi! Welcome Frankfurt City. Es hat jetzt weit über 3 Stunden gedauert, überhaupt irgendwie was umzubuchen. Vielen Dank, Tom, dass du da den Hintern über beide Ohren gezogen hast für. Und wir sind jetzt im Fraport und es ist ein Riesenchaos. Es sind 2 Flüge, die hier nicht stattfinden und ja, Katastrophe. Theoretisch geht es dann statt heute Abend um 6:20, morgen früh um 8 Uhr dann für uns nach Neu-Delhi. Und wir sind jetzt wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gesehen habe, im Merkur Hotel, 22 Minuten von hier entfernt. Wow! Drumherum ist wahrscheinlich nicht so viel, wo man heute Abend essen gehen kann, weil das müssen wir nämlich jetzt dann auch noch machen und überhaupt. Mehr dazu später auf jeden Fall. Das ist echt anstrengend gerade. Yeah, Mann, Mann, Mann. Peoples, wir sind im Hotel im Merkur. Das ging jetzt schnell, das haben sie übrigens vorbereitet und sogar so, wie ich mir das gedacht habe, weil man vorher angekreuzt hat. Also man hat, dann waren 2 Mitarbeiter
vom Hotel und die hatten dann einen QR-Code, dann hast du ihn gescannt und wir sind jetzt halt irgendwie 25 Minuten gefahren oder so. Das ist das nächstgelegenste verfügbare Hotel gewesen jetzt für die ganze Geschichte. Es ist jetzt nicht so viel ausgefallen. 300 Flüge Fraport heute, 3 sind ausgefallen, 2 nach Neu-Delhi und einer nach Bahrain. Wie überraschend, dass der nach Bahrain irgendwie ausfällt. Aber ja, haben wir mal wieder ganz tief in die Schüssel gegriffen. Der Alpine Coaster hat auch nicht funktioniert. Einfach voll nervig, aber können die nichts für. Ist aber cool, dass es trotzdem offen ist. Zeitmäßig wussten wir halt nicht, wann geht es für uns wie irgendwie weiter. Und jetzt sind wir hier in Frankfurt und Air India schickt um 8:30 heute Abend Catering unten in die Lobby. Da kann man sich dann irgendwie mit allem Mann drum streiten. Und um 5 Uhr wahrscheinlich geht es morgen früh für uns weiter. Da kriegen wir noch eine Mail von dem Verantwortlichen vom Hotel, das hier organisiert hat. Wir sind gerade auch mit dem Bus hierhin geschattelt worden. Und der Bus shuttelt uns auch wieder zum Flughafen. Grüße an den Busfahrer. Und ja, jetzt sitzen wir erstmal, jetzt gerade ins Zimmer rein. Erstmal gerade Sachen hingelegt, müssen uns kurz sortieren. Euch wenigstens mal so ganz kurz abgeholt, was jetzt so Stand der Dinge ist. Es ist wirklich kurios, hatten wir so auch noch nicht. Kann ich also nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht organisiert war, aber es war schon sehr chaotisch auf jeden Fall. Und ja, die 2 anderen Maschinen nach Mumbai sind aber heute geflogen oder fliegen heute noch. Da waren die Leute auch gerade mit am Start. Das hat das Ganze nicht unkomplizierter gemacht. Ein Mädel war gerade noch hinter uns. Sie hat auch irgendwie umgebucht, aber auf morgen Abend. Und die Maschine soll wohl auch ausfallen. Weiß ich nicht, schwierig. Und da geht es aber auch noch weiter nach Vietnam. Für uns geht es auch weiter, aber das sehen wir dann gleich. Theoretisch haben wir so 12 Stunden 40, also fast 13 Stunden Verspätung. Fluggastrechte greifen dann schon. Schon ist auch gut. Da, ich sage aber, sehr, sehr oft sage ich, dass es sehr cool ist, dass wir in der EU leben und da hat man auf jeden Fall Rechte, wenn man ganz viel Papierkram ausfüllt, dazu dann später vielleicht mehr. Und das ist das dazu. Genau, Hotel muss die Airline übernehmen, Essen quasi auch. Die lösen das jetzt ziemlich pragmatisch. Gibt wahrscheinlich Reis mit Scheiß. Und dann kloppen sich da alle drum, weiß ich nicht. Weil wir sind ja nicht nur die 50 aus dem Bus, die anderen kommen ja auch, also kommen ja noch mehr, die fahren auf jeden Fall mit mehreren Bussen. Auch schwierig. Ja, das ist auf jeden Fall so Stand der Dinge jetzt erstmal und wir überlegen, ob wir dann gleich mal rübergehen, das ist ein Supermarkt, damit wir noch was zu sippen haben. Wir haben noch Backup-mäßig was mitgenommen, aber 1 Liter für 2 Leute, die sehr viel trinken, ist jetzt auch nicht ausreichend eigentlich. Sonst ist man zu dehydriert. Reicht ja schon, dass wir Volldeppen vergessen haben, unsere Trinkflaschen mitzunehmen, die wir sonst immer mitnehmen, die wir mit Wasser füllen. Und das wird uns auf jeden Fall quattromäßig mehrfach auf die Füße fallen unterwegs. So ist das manchmal. Und vielleicht dann auch vorweg noch, ein allerletztes Mal gebe ich euch diese Reisetipps mit. Macht von euren Koffern Fotos. Wenn diese Koffer wegkommen, könnt ihr die besser beschreiben, indem ihr ein Foto zeigt und die werden damit gesucht. Ihr habt auch hoffentlich einen Koffertag dran, wo eure Adresse und alles draufsteht, aber trotzdem. Eckig und schwarz ist eine super schlechte Beschreibung. Foto zeigen ist da schon mal ein bisschen besser. Das gleiche macht ihr mit euren Ausweisdokumenten, mit euren Reisepässen, mit allem drum und dran. Aber nicht nur, dass ihr das fotografiert, euer Handy könnt ihr auch verlieren. Ihr ladet das hoch und nicht unbedingt nur auf eurem privaten Server. Vielleicht auch schickt euch das selber per E-Mail, damit ihr von überall aus jedem Netzwerk auf eure E-Mails zugreifen könnt. Und dann habt ihr dort eure Sachen hinterlegt. Das als einer von vielen Tipps. Und euch zeigt die Frau Reichert jetzt, wie toll man seinen Koffer hier in diesem Hotel platzieren kann. Das hat man nicht gesehen. Schlau. Aus welchem Jahrhundert ist der? Man weiß es nicht. So Leute, ich melde mich auch noch mal wieder und ja, wir haben das Catering, ich weiß gar nicht, was er für ein Wort benutzt hat, ist da. Wir haben es noch nicht aufgemacht, das machen wir gleich noch im Bilde mit euch natürlich auf. Wir haben jetzt die Zeit genutzt und haben uns hier unten in die Bar gesetzt und haben gearbeitet. Uschi hat ihren Kram gemacht, ich habe meinen Kram gemacht. Und das ist jetzt quasi der Anreise-Vlog ohne Anreise. Ich bin sehr gespannt, wie und vor allem ob wir morgen aus
Frankfurt wegkommen und wo es uns hin versteckt und wie gut das klappen wird. Wir haben nicht viel Umstiegzeit und überhaupt, naja, schauen wir mal. Jetzt noch viel Spaß mit den Aufnahmen vom Essen und hoffentlich beim nächsten Teil der 360-Grad-Tour mit der gleichen Motivation, die wir heute Morgen noch hatten und vielleicht ein bisschen mehr Erfolg, als wir heute Mittag hatten. Ist ja Lost Count und Lost Flight gleichzeitig einhergegangen. Trägt man das jetzt so? Na und? Haben wir die Kapuze am Kopf? Kapuze. Ihr könnt so froh sein, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Es riecht, wie es aussieht. Das ist wie ein Pfannkuchen, das ist kein Brot. Und das ist aber auch irgendwas Süßes. Und das ist Stinky. Scheiß mit Reis.